Wie könnte ich diese Platte jetzt Vorder- und Rückseite gleichzeitig lackieren, ohne zu warten, bis eine Seite trocken ist? So, servus miteinander. Ihr habt ja gerade mitbekommen, was ich machen will, und zwar Vorder- und Rückseite gleichzeitig zu lackieren, ohne zu warten, dass eine Seite praktisch trocknet, damit ich das dann umdrehen kann. Wie macht man das normalerweise bei solchen Platten? Man stellt sie auf oder was, oder man hängt sie dann auf oder wie auch immer und streicht dann eine Seite, kann das Ganze dann irgendwie drehen und streicht die andere Seite, aber das passt mir nicht ganz so. Oder es gibt ja auch diese Lackierhilfen, die man dann drunter stellt, aber ich muss dann trotzdem warten, bis das dann getrocknet ist und kann es dann erst umdrehen. Wie macht man es am dümmsten? Das ist jetzt die Frage. Und deshalb bauen wir uns heute ein richtig cooles, ja, ich nenne es jetzt mal Lackierchick, um solche große Platten am Stück zu lackieren, praktisch Vorder- und Rückseite gleichzeitig. Das kann man auch für Türen anwenden und. Alles, was einfach groß ist. Und ja, nee, theoretisch kann man auch kleine Sachen damit lackieren. Funktioniert genauso. Leute, ballert mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das so gemacht habt, und vielleicht habt ihr noch ein paar andere richtig coole Ideen, wie es am besten funktioniert. Das wird heute ein richtig kurzes Video, denn die Bauanleitung oder dieses Chick zu bauen, das ist so schnell gemacht, aber wir werden es trotzdem jetzt mal bauen. Ich zeige es euch, wie es geht, wir besprechen das Ganze und werden es natürlich versuchen. Also, viel Spaß! So, 4 Lackierhilfen sind fertig und ich habe es euch ja gesagt, diese Teile zu bauen innerhalb von ein paar Minuten überhaupt kein Problem. Aber ihr wollt natürlich jetzt erstmal wissen, was ich da gebaut habe, warum ich es gebaut habe und natürlich, wie es funktioniert. Ja Leute, mehr ist das eigentlich gar nicht. Es war einfach nur ein bisschen Restholz. Ich habe hier auch nochmal Restholz verwendet. Kommen wir gleich nochmal dazu, warum. Zur Größe. Leute, ihr könnt die bauen, wie ihr wollt. Je nachdem, wie ihr sie verwenden wollt, für welche große Teile, kleine Teile, wie auch immer, könnt ihr verschiedene bauen. Meine Maße sind jetzt hier 120 auf 120 im Quadrat natürlich und dann die Mitte ausgemessen und den passenden Winkel einfach an der Kapp- und Gärungssäge zugesägt. Danach habe ich dann noch hier das Ganze abgerundet, damit wir oben, ja, dass es halt einfach ein bisschen schöner ist. Und dann habe ich nochmal verschiedene Löcher reingemacht. Warum 3, 4 Löcher rein? Ja, je nachdem, wie dick das Material ist.
umso dicker, umso weiter kann ich runtergehen. Und da könnt ihr dann einfach entscheiden, wo ihr diesen Nagel dann reinmachen werdet, weil wir brauchen jetzt noch Nägel dazu. Die Nägel sollten nicht zu lang sein und nicht zu kurz sein, dass wir halt einfach im Material einen gewissen Halt haben. Jetzt habe ich hier noch an der Seite Flügel hingebaut, oder halt, was heißt Flügel? Schaut echt aus wie ein Flügel. Wenn man das jetzt zusammenstellt, könnte es ein Flugzeug sein. Nein, also diese sind eigentlich nur dafür da, zwei Sachen. Und zwar könnt ihr dann eine Seite, theoretisch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze dann festspannen. Eine Seite natürlich nur, weil wir müssen es ja dann kippen, aber ihr seht es dann gleich. Und zweitens ist es, dass es halt einfach nicht mehr rumwackeln kann. Das heißt, dass es nicht so leicht kippelt, weil dieses Material ist ja nicht ganz so stark. Ihr könnt natürlich auch die Materialstärke auch selber wählen. Aber diese Flügel würde ich euch natürlich noch empfehlen. Das sind aber auch nur die Reste von den Abschnitten vom Winkel. Die habe ich dann noch mal ein bisschen gekürzt und ja, hingetackert und geleimt. So, meine Lieben, ich habe da mal was vorbereitet. Angenommen, wir wollen mal dieses Teil hier lackieren. Ich empfehle euch natürlich einen größeren Tisch wie hier, denn der Tisch ist natürlich schon nicht schön breit, also ihr braucht da schon was Breites. Oder ihr macht es einfach am Boden. Gut, also, wir simulieren mal das Lackieren. Wir nehmen dieses Brett, legen es einfach flach hin. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Hammer dazu und wie gesagt schon die Nägel. Und dann werden wir diese Teile an die Kopfseite und an die Stirnseite einfach annageln. Genau, und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Gut, dann legt ihr euren Brett flach einfach auf den Tisch. Dann nehmt ihr dieses Teil hier und legt es auf eine Seite des Winkels. Und dann könnt ihr ein Loch aussuchen und das Ganze dann praktisch ansetzen. Passt auf, dass das nicht zu weit hier drin ist, weil wenn jetzt nämlich hier raussteht oder nicht drüber steht, dann könnt ihr das Ganze später nicht mehr drehen. Also das heißt, ihr müsst es so reinschieben, dass auf jeden Fall auf der Seite hier noch genug Platz ist, dass wir es drehen können. Gut, jetzt setzt ihr das wirklich schön im Winkel an und könnt das Ganze einfach ins Brett reinschlagen. Aber nicht zu fest reinschlagen, weil sonst kann sich das ja nicht mehr drehen. Das macht es jetzt auf allen 4 Seiten. Und jetzt schaut es mal genau her. Und zwar ist es wirklich so, dass ihr es sehen könnt. Ich fahre hier einfach ein bisschen drüber. Ihr seht es selber, hier ist einfach noch mal ein bisschen Platz. Wenn ihr das so macht, wie gesagt, könnt ihr das Ganze nicht mehr drehen nachher. Also ihr müsst dann einfach hier ein bisschen drüber fahren. Auf einen Millimeter genau ist es jetzt auch nicht. Aber nur darauf achten. So, dann macht ihr das auf der Seite auch noch mal fest und auf allen 4 Seiten. Also wie gesagt, ich empfehle euch definitiv einen größeren Tisch wie meine Hobelbank hier. Aber gut, es geht trotzdem. Also, wir brauchen jetzt im Endeffekt nichts anderes machen, als das anzulupfen. Entweder könnt ihr es, wenn es jetzt klein genug ist wie dieses Brett hier, dann könnt ihr das einfach anlupfen. Oder wenn ihr jetzt was ganz Großes habt, dann stellt es einfach auf jeder Seite auf. Ihr seht, diese Teile klappen dann automatisch runter. Jetzt noch einmal hier. Und sie klappen automatisch runter. Und schon stehen sie. Schaut's mal, und jetzt können wir hier toll, richtig schön lackieren. Ich simuliere es mal. Also wir können es hier richtig schön toll lackieren. Super, dann haben wir diese Seite komplett gestrichen. Wir können auch diese Seiten hier streichen, wenn wir sie brauchen. Wie auch immer, können wir hier gemütlich streichen. Super, und dann sind wir fertig. Und jetzt kommt's. Ihr könntet, wenn ihr jetzt einen großen Tisch habt, könnt ihr natürlich, wie ich jetzt schon erwähnt habe, diese Sachen hier natürlich an der Seite festspannen. Das heißt, hier und hier festspannen oder beziehungsweise das hier festspannen. Geht bei mir jetzt nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ich nehme es hier an der Seite. Natürlich geht es, wenn ihr was ganz Großes habt, dann solltet ihr das Ganze festspannen, denn dann können wir das Ganze nämlich mit einer Hand drehen. Bei dieser Größe ist es jetzt überhaupt kein Problem. Ich fasse es jetzt einfach so an, ziehe es jetzt einfach ein bisschen nach vorne, drehe das Ganze und schaut mal, wie einfach das geht. Ich drehe das Ganze und schon haben wir die andere Seite und können diese lackieren. Die andere untere Seite, die kann es in der Zeit einfach trocknen. Ist kein Problem und ich streiche einfach wieder los. Echt top!
Ich habe es jetzt mal festgespannt, um es euch zu zeigen, dass es auch richtig gut mit Festspannen geht. Denn natürlich nur eine Seite, das ist klar. Also, das heißt, wir haben diese Seite lackiert, wir sind fertig, wir wollen das Ganze umdrehen, das hier trocknen lassen, umdrehen und dann gleich weiter lackieren. Im Endeffekt braucht es das nur anlupfen, ganz leicht hier vorne packen. Das könnt ihr alles mit einer Hand machen, auch von der Seite, wenn das Werkstück größer ist, überhaupt kein Stress. Könnt ihr das Ganze umklappen und die Teile passen sich dann wieder automatisch an, weil sie sich mitdrehen und schon könnt ihr diese Seite auch lackieren. Jetzt würde mich von euch da draußen noch interessieren, wie findet ihr diese kleinen Lackierchicks oder hättet ihr sowas vielleicht in der Vergangenheit schon mal gebraucht? Wie habt ihr das gemacht? Gibt es vielleicht noch andere Lösungen? Das könnt ihr gerne mal unten alles in die Kommentare reinballern. Natürlich auch einen Daumen da lassen und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke, dann verpasst ihr nämlich nichts zum Gipfelholz. Ich habe jetzt da noch eine kleine Änderung gemacht. Nee, keine kleine Änderung im Endeffekt. Nur ein kleiner Tipp. Wenn ihr an der Seite noch einen Nagel reinschlägt, einen kleinen, dann könnt ihr das Ganze einfach an der Seite anfassen, an diesem Nagel und könnt das Ganze dann drehen. Ist auch überhaupt kein Stress und ihr seht, es funktioniert gut und ich muss hier nirgends anfassen. Natürlich gibt es aber auch einen Nachteil, den habt ihr aber ja schon selber gesehen. Dieser Nachteil ist, ich muss hier einfach in das Holz einen Nagel schlagen. Das heißt, wenn das eine Sichtkante ist, ist das natürlich schlecht. Dann müsstet ihr theoretisch spachteln und dann nochmal drüber lackieren. Also da vielleicht eher weniger, aber bei den meisten Sachen sieht man das Ganze nicht. Stellt euch mal vor, das ist eine schöne große Tür. Unten sieht man das kleine 2 mm Loch so nicht. Oben schaut keiner auf die Tür drauf. Also das wäre bei der Tür überhaupt kein Stress, muss ich sagen. Also das müsst ihr selber sehen, ob ihr da eine Sichtkante habt oder nicht. Gut, dann sind wir am Ende von diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.